Eine Vison stirbt bei einem Hubschraubercrash. Das Handy in meiner Hosentasche hörte nicht auf zu klingeln, und zwar ausgerechnet in dem Moment, als Polizeibeamte am Flughafen Khartoum mein Gepäck durchsuchten. Die Beamten schauten sich insbesondere meinen Kamerakoffer an. Das war für mich nichts Neues. Die Alukiste mit der teuren Ausrüstung hatte schon öfters die Blicke von Beamten auf sich gezogen. Manche Beamte waren einfach nur neugierig, andere witterten eine Möglichkeit, Gebühren zu erheben. Am Telefon war Pastor Mann, den ich noch am gleichen Abend treffen sollte. Erst vor 2 Wochen war ich hier gewesen, um die Versorgung der zahllosen Menschen in Darfur im Westsudan zu besprechen. Nun war ich wieder hier, um am nächsten Morgen mit einem Hubschrauber der Vereinten Nationen nach Darfur zu fliegen. Der Pastor am anderen Ende war sehr aufgeregt. Dr. John Garang war an diesem Nachmittag bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Dr. John, wie er im Sudan liebevoll von den meisten genannt wurde, war der Initiator des Friedensabkommens zwischen dem islamischen Norden und dem christlichen Süden. Mit diesem Abkommen wollten die Kriegsparteien einen brutalen Konflikt beenden, der seit mehr als 20 Jahren andauerte. Es war ein ungleicher Krieg. Während der Norden die übliche militärische Kriegsmaschinerie einsetzte, hatten die Bewohner des Südens so gut wie nichts, um sich zur Wehr zu setzen. Millionen Menschen kamen in diesem Krieg um. Die meisten wurden regelrecht abgeschlachtet. Frauen und Mädchen verschleppte man, um sie dann zu verkaufen. Angesichts dessen blieb die internationale Staatengemeinschaft tatenlos. Im Laufe der Jahre formierte sich die SPLA, Sudanese People Liberation Army, als oppositionelle Kraft. John Garang stand lange Zeit an der Spitze dieser Organisation, die unter anderem versuchte, der Zwangsislamisierung die Stirn zu bieten. Aber die SPLA half auch dabei, die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, wenn der Norden die Zufahrtswege blockierte und so den Hungertod von Hunderttausenden beabsichtigte. Irgendwann, so wird erzählt, wurde John Garang Christ und beschloss sich für den Frieden mit dem Erzfeind in Khartoum einzusetzen. Ein jahrelanger Prozess setzte ein, bei dem aus der SPLA die SPLM wurde. Garang erlangte für sein Tun auf beiden Seiten Respekt. Es war aber nicht nur seine Person, sondern auch seine Vision, die die Menschen bewunderten. Und diese Vision ging bei dem Absturz zugrunde. In den Wochen zuvor hatte ich die Vorbereitung für die Unterzeichnung des Friedensabkommens miterlebt. Nach dem Friedensschluss sollte John Garang dann Vizepräsident werden. Niemand ahnte damals, dass er nur wenige Wochen im Amt sein würde. Die Straßen Khartoums waren mit Girlanden geschmückt, die Menschen feierten den baldigen Frieden. Überall sah ich die Symbole und Farben der SPLA. Vor einigen Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Ich erinnere mich an Aufenthalte im Sudan zu einer Zeit, als das öffentliche Zur-Schau-Tragen von SPLA-Symbolen mit einer Gefängnisstrafe belegt wurde. Mit dem Tod von John Garang schien alles ein Ende gefunden zu haben. Doch was genau eigentlich ging zu Ende? War es der jahrelange Religionskrieg oder die gerade angebrochene Zeit der Hoffnung? In den Straßen Khartoums und in vielen anderen Städten des Landes herrschte nun der Ausnahmezustand. Unzählige Menschen starben durch Proteste, viele wurden verletzt. Autos steckte man in Brand, Läden gingen in Flammen auf, nachdem sie zuvor geplündert worden waren. An einem Tag randalierten die aus dem Süden, am nächsten Tag wüteten die aus dem Norden. An jeder Straßenecke standen Polizisten mit Gewehren. Das Militär positionierte sich mit Panzern an den Brücken. Von meinem Hotelzimmer aus konnte ich zufällig auf eine große Brücke schauen, die sich über den weißen Nil erstreckt.
Eines Morgens fiel mir auf, dass eine große Menschenmenge die Brücke überquerte. Jedoch kein Auto war auf der Brücke zu sehen. Ich sah Menschen mit Betten oder Matratzen beladen, die Brücke überqueren oder mit einer kleinen Fähre über den Nil fahren. Ich wunderte mich und beschloss Marwan, mit dem ich an diesem Tag zum Mittagessen verabredet war, danach zu fragen. Aus dem Essen wurde jedoch nichts, da Marwan sein Haus wegen der Unruhen nicht verlassen konnte. Er rief mich über ein Satellitentelefon in meinem Büro in Deutschland an und hinterließ dort eine Nachricht. Diese erreichte mich erst Stunden später, da Telefon und Internet im ganzen Land zeitweise ausgefallen waren. Am Abend herrschte Ausgangssperre. Dennoch sah ich, wie Menschen mit Hab und Gut bepackt die Brücken überquerten. Wie sich herausstellte, flohen die Menschen aus dem Stadtkern über den Nil in unbebautes Gebiet. Dort schliefen sie dann auf der Straße. Es war zwar nicht kalt und mit einer Decke ließ es sich aushalten, doch es war Regenzeit. Dazu muss man wissen, dass ein afrikanischer Regen mit unserem deutschen Regen nicht im Mindesten zu vergleichen ist. Wenn es in Afrika regnet, dann ist das so, als würde man unter einer bis zum Anschlag aufgedrehten Dusche stehen. Aber viele der Menschen dort sagten sich wohl lieber nass als tot. Als ich Fotos machen wollte, um das Geschehen zu dokumentieren, hinderte mich ein Polizeibeamter daran. Ein anderer nahm mich sogar in Haft. Aufgrund der Proteste mussten Marwan und ich unsere Projektreise verschieben. Anfangs wollte Marwan unsere geplante Reise fortsetzen, doch ich sagte ihm, sein Platz sei jetzt bei seiner Frau, die hochschwanger war und bald entbinden würde. Marwan flog mit seiner Familie also ins benachbarte Uganda und ich machte mich über Kairo wieder auf den Weg nach Deutschland. Das war zwar bitter, aber in einer solchen Situation ist Vernunft angesagt und keine Abenteuerlust. Es wäre einfach zu gefährlich gewesen. Die Vereinten Nationen konnten uns zu diesem Zeitpunkt auch nicht zusagen, ob uns der Hubschrauber, der uns nach Darfur ins Flüchtlingslager bringen sollte, auch uns wieder abholen würde. Und da die UN bereits einen Evakuierungsplan in Richtung Tschad hatte, war auch nicht sehr beruhigend. Die Fluglinie, die mich schließlich nach Frankfurt brachte, versuchte schamlos Kapital aus der Situation zu schlagen und verlangte eine überhöhte Umbuchungsgebühr. Sie würden sich ganz sicher wundern, lieber Leser, wenn ich Ihnen den Namen dieser weltweit renommierten Fluglinie nennen würde. Die SPLA hatte unterdessen Untersuchungen zu den Ursachen des Hubschrauberabsturzes eingeleitet. Als offizieller Grund wurde schlechtes Wetter genannt, obwohl es keinerlei Hinweise auf schlechtes Wetter entlang der Flugroute gab und auch keinen Funkspruch des Piloten, der im Nachhinein auf Wetterprobleme hätte schließen lassen können. Mit der Suche nach der Maschine wurde erst am nächsten Tag begonnen. Das alles ist bis heute vielen, auch mir selbst, sehr suspekt. Sollte sich eines Tages herausstellen, dass John Garang einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist, könnte dies neuen Krieg bedeuten. Auf meinem Rückflug nach Deutschland fiel in Khartoum der Flug aus. Wegen eines eingeschränkten Start- und Landeverbots aufgrund der Unruhen konnte das Flugzeug nicht starten. So stand ich nun um 7 Uhr morgens in Khartoum, obwohl mir nach Flucht und möglichst schneller Heimkehr zumute war. Außerdem ist Khartoum kein besonders schöner Airport. Wie ich wollten zahllose Menschen einfach nur weg aus Khartoum, aber die Maschinen waren nicht nur ausgebucht, sondern teilweise sogar überbucht. Dies führte zu Streitereien und lauthalsen Protesten an den Check-in-Schaltern. Es war kaum mehr zu überblicken, wer von den vielen Menschen jetzt Passagier war und wer vielleicht einfach nur so am Flughafen herumstand und vielleicht etwas anderes wollte. So hatte ich große Angst um meine Ausrüstung. Immer wieder musste ich sie aber unbeaufsichtigt stehen lassen, um an irgendeinem Schalter etwas zu klären. An den Schaltern stieß mir nichts als Unhöflichkeit entgegen. Der Frust über die Situation mischte sich mit der Furcht, nicht mehr von dort wegzukommen. Der ausgefallene Flug nach Kairo wurde schließlich durch einen Flug
um 9:30 Uhr ersetzt. Ich war erleichtert, doch kaum war dieses Problem gelöst, hatte ich auf einmal ein anderes. Mein Ticket war verschwunden. Niemand schien, oder besser gesagt niemand wollte, wissen, wo es hinterlegt worden war. Wie ich später herausfand, war mein Ticket ein zweites Mal zu einem wesentlich höheren Preis verkauft worden. Ich zog schließlich den kürzeren und musste zurückbleiben. Über meine Agentin in Berlin erhielt ich einen neuen Flug mit Zwischenstopp in Dubai. Mit all meinem Gepäck musste ich also wieder zurück in die Stadt, um im Büro der Fluggesellschaft das Ticket persönlich abzuholen. Innerlich sträubte ich mich dagegen, noch einmal diese ganze Prozedur durchzugehen mit Taxi und anderen Transportmitteln, aber andererseits wollte ich auch nicht noch einmal am Flughafen stehen und hilflos nach meinem Ticket suchen müssen. Ich ärgerte mich, dass ich in diesem Chaos alleine war. Zu zweit wäre die ganze Sache einfacher gewesen. Einer hätte die Formalitäten erledigen können, der andere hätte auf Gepäck und Ausrüstung aufpassen können. Dann hatte ich jedoch Glück. Vor dem Flughafengebäude traf ich einen Inder, mit dem ich mich eine Weile unterhielt. Zufällig kam auch ein Scheich dazu, den ich schon im Hotel getroffen hatte. So waren wir nun zu dritt. Wir kamen aus denkbar unterschiedlichen Welten und verstanden uns auf Anhieb, da wir uns in der gleichen Situation befanden. So klappte es auch mit der Erledigung der Formalitäten. Der Inder ging für uns an einen Schalter, während ich an den anderen die Abgabe der Flughafensteuer klärte. Der Scheich machte unterdessen den Aufpasser auf unser aller Gepäck. Zu uns gesellte sich im Verlauf des Tages eine Fotografin, die, wie sich später herausstellte, nur 15 Kilometer von meinem Heimatort wohnt. Der Scheich flog früher ab als wir anderen. Zum Abschied gab er mir seine Visitenkarte und seine Handynummer und ich gab ihm meine. Wie sich herausstellte, würde der Inder, die Fotografin und ich das gleiche Flugzeug nehmen. Dass ich die Fotografin wieder treffen würde, bei der 15 Kilometer Distanz, war ja keine Frage. Aber würde ich den Scheich wieder treffen, wenn ich mal wieder in Katar wäre? Den Inder habe ich bei der Ankunft in Dubai nochmal gesucht, leider habe ich ihn aber nicht mehr getroffen. Ich habe von ihm keine Visitenkarte, keine Nummer, nicht mal einen Namen. Dabei hatten wir viele Stunden miteinander verbracht. Das war schon schmerzlich. Wir hatten einander geholfen und würden uns wahrscheinlich nie wieder sehen.